alten Bahntrassen. 86 Kilometer ins Siebenmühlental und über die Filtern. Mit einem Blick in die Vergangenheit. Auf alten Bahntrassen. Mit einem Blick in die Vergangenheit. Von Kirchheim geht es zunächst auf bekannten Wegen nach Wendlingen. Dort trifft sich an der Ulrichsbrücke, natürlich rein zufällig, die ganze Radlbande. Guten Morgen. Das ist toll, wo ich doch rein zufällig die ganze Tour minutiös ausgearbeitet habe. Corona lässt grüßen und geht mittlerweile einher mit absurden Stilblüten und bürokratischen Exzessen. Gleich nach der Ulrichsbrücke kommen wir vorbei am ehemaligen Römsee, der jetzt S21 Neubaustrecke geworden ist. Durch Unterenzingen und Sitzishausen geht es entlang dem Neckar zur Mündung der Eich. Der folgen wir jetzt einfach Richtung Grötzingen. Grötzingen ist ein kleines Städtle mit einigen schönen Stillen und mittelalterlichem Charme. Der Ort wäre eigentlich mal einen eigenen Film wert, aber wir haben ja heute was anderes vor. Also vorbei am Brunnen, vorbei an Fachwerkhäusern und weiter entlang einem renaturierten Abschnitt der Eich. Wir erreichen den Ort Eich und fahren ab jetzt auf einem Abschnitt des Museumsradwegs im Wald Richtung Neuenhaus. Dort biege ich rechts ab und verliere versehentlich einen Teil der Mannschaft. Aber sie sind schnell wieder gefunden, nachdem ich umgedreht habe und Sabine hinterhergefahren bin. Weiter geht es über den kaum noch vorhandenen Wiesenweg unten im Tal der Eich. Wieder auf dem Museumsradweg erreichen wir schnell die Abzweigung zum Siebenmühlental. Gleich am Eingang lockt der Biergarten Waldmeister auf der Höhe der Burkhardsmühle. Aber wir bleiben standhaft und fahren noch einige hundert Meter auf der ehemaligen Bahnstrecke bis zur Mittagsrast. Ursprünglich waren in diesem idyllischen Tal 13 Mühlen beheimatet. Heute sind es noch 11. Die bekannteste dürfte die Meulesmühle sein. Die kennen viele aus dem Fernsehen mit der Comedy Shire. Aber dort gibt es auch das Mühlenmuseum und ein Bio-Restaurant. Des Weiteren gibt es im Tal die Eselsmühle, die Schlosslesmühle, die Kochenmühle. Teilweise sind diese bewirtschaftet.
Weniger bekannt sind die Seebruggenmühle, die Schlechtenmühle und die Walzenmühle. Habe ich schon 7 zusammen? Ah nein, es sind schon 9. Ja, dann dürfen wir nicht die untere und die obere Klein-Michelismühle und die obere Mühle vergessen. Das war jetzt wild durcheinander. Die richtige Reihenfolge kann jeder gerne bei einer Radtour durch dieses schöne Tal selbst herausfinden. Die ehemalige Bahnstrecke schlängelt sich mit angenehmer Steigung durchs Tal und ist leicht zu befahren. Bis 1956 pendelte ein Dampfzug zwischen Leinfelden und Waldenbuch. Deutlich wird es an den Bahnhöfen Moosberg und Steinenbronn, die noch zu erkennen sind. Wir folgen der Strecke über Moosberg bis Leinfelden. Bahnhof! Dort am Neuen Markt verliert sich ihre Spur. Vermutlich verlief sie auf der heutigen Echterdinger Straße, die wir aber wegen dem exzessiven Autoverkehr meiden. Auf Höhe Echterdingen treffen wir wieder auf eine Bahntrasse, die bis 1984 nach Neuhausen auf die Filder führte. Aber vorher kommen wir an den Zeppelinstein. Der Zeppelinstein in Echterdingen ist einer von vielen Zeppelin-Gedenksteinen, die im Ersten Weltkrieg an verschiedenen Landestellen oder Unglücksstellen aufgestellt wurden. Die heroische Inschrift auf der Tafel täuscht darüber hinweg, dass sich an dieser Stelle am 5. August 1908 eine Katastrophe abgespielt hat. Das Luftschiff wurde zerstört und Zeppelin war damit finanziell bankrott. Doch aus diesem Unglück entwickelte sich die große Zeppelin-Spende des deutschen Volkes. Sie spielte sensationelle 6 Millionen Goldmark ein und ermöglichte Zeppelin auf einem satten Finanzpolster weiterzumachen. Nach der Pause an diesem denkwürdigen Ort führt ein offensichtlich verwirrter Tourguide die gesamte Gruppe zurück nach Echterdingen. Dort wollten wir gar nicht hin, weil wir ja von dort her kamen. Nach einem Kilometer bemerkt er seinen Fehler und führt die Gruppe über Felder und Streuobstwiesen zurück und weiter zur Gedenkstätte des KZ Echterdingen. An diesem denkwürdigen Ort befand sich im Zweiten Weltkrieg eine KZ-Außenstelle. In einem ungeheizten Hangar wurden dort mehrere hundert jüdische Häftlinge gezwungen, die Bombenschäden der Landebahn unter furchtbaren Bedingungen auszubessern. Nur etwa 10% überlebten die Höllenqualen. 2005 entdeckte man die Leichen in der Nähe des Hangars. Die Gedenkstätte Wege der Erinnerung erinnert an das unsägliche Leiden unserer Mitmenschen. Während man an der Gedenkstätte entlang geht, werden die Namen der Häftlinge vorgelesen. Das ist sehr bewegend und erinnert direkt an unsere Verantwortung für unsere Vergangenheit und unsere Zukunft. Der Hangar wird noch heute von den Amerikanern genutzt. Weil ich arglos filmte, wurde ich um ein Haar verhaftet. Der alarmierte Wachmann war glücklicherweise ein deutscher Angestellter und ließ sich überzeugen, dass ich an den Kriegsspielchen der Amerikaner kein Interesse habe. Wir fahren weiter entlang der ehemaligen Bahnlinie nach Neuhausen auf den Fildern. Von dort über die Fildern hinunter nach Denkendorf und entlang der Landstraße in Körstal zurück. Unten angekommen
erlegen wir den Verlockungen der Rettichbar. Der Heimweg verläuft in der Dämmerung über Köngen und Wendingen auf der bekannten Radroute.